Hallo zusammen, ich bin Vanessa. Und ich bin Harry. Willkommen zu unserem Podcast. Heute sprechen wir über eine sehr wichtige Frage für junge Menschen. Zu Hause bleiben oder rausgehen? Das ist schwierig. Ja, viele junge Menschen kennen dieses Problem. Was soll man machen? Das ist sehr interessant. Wir geben dir heute alle Antworten. Bevor wir anfangen, bitten wir euch um etwas sehr Wichtiges. Falls euch dieser Podcast gefällt, drückt auf den Daumen hoch. Der Daumen hoch hilft unserem Kanal sehr viel. Und abonniert unseren Kanal. Werdet Teil unserer Familie. Wenn ihr abonniert, bekommt ihr Benachrichtigungen für neue Episodes. In den Kommentaren könnt ihr uns schreiben. Was macht ihr lieber? Zu Hause bleiben oder rausgehen? Schreibt uns eure Gedanken. Eure Meinung ist wichtig für uns. Teilt diesen Podcast mit euren Freunden. Und mit eurer Familie. Macht unsere Familie größer. Das PDF findet ihr in der Beschreibung. Es hat alle Wörter und alle Argumente. Okay, jetzt beginnen wir. Seid ihr bereit? Ja, sehr bereit. Lass uns anfangen. Hallo Harry, heute sprechen wir über Zuhausebleiben. Das ist nicht langweilig. Das stimmt. Zu Hause bleiben hat viele Vorteile. Was sind die ersten Vorteile? Erstens ist Zuhausebleiben sehr entspannend. Du kannst dich entspannen auf deinem Sofa. Das ist wahr. Man hat keinen Stress, keine lauten Menschen. Genau. Zu Hause kannst du dein eigenes Tempo bestimmen. Und was noch? Du sparst viel Geld. Du brauchst nicht ins Restaurant gehen, nicht ins Kino. Das ist sehr wichtig für junge Menschen. Geld sparen. Ja, zu Hause kannst du deine eigenen Snacks essen. Viel billiger. Und was noch? Zu Hause hast du deine Familie. Ihr könnt zusammen Zeit verbringen. Das ist schön. Du kannst mit deinen Eltern sprechen, mit deinen Geschwistern spielen. Genau. Und du kannst schlafen, so viel wie du willst. Das ist wichtig. Schlaf ist gesund. Und noch etwas. Zu Hause kannst du deine Hobbys machen. Wie zum Beispiel? Lesen, Musik hören, Gaming, Zeichnen, Schreiben, alle Hobbys. Du hast recht, das ist großartig. Und du brauchst nicht abhängig sein. Du brauchst nicht auf andere warten. Das ist sehr wichtig. Du bist frei. Ja, zu Hause bleiben ist nicht langweilig. Es ist klug. Jetzt sprechen wir über Rausgehen. Das ist auch sehr wichtig. Ja, rausgehen hat auch viele Vorteile. Was sind die ersten? Erstens kannst du deine Freunde treffen. Das ist sehr wichtig. Das ist wahr. Du kannst mit deinen Freunden lachen, Spaß haben. Genau. Du kannst neue Sachen entdecken, neue Orte sehen. Das macht das Leben interessant, nicht langweilig. Und deine Gesundheit. Rausgehen ist gesund. Warum? Du brauchst frische Luft. Du brauchst Sonne. Das ist gut für deinen Körper. Das stimmt. Sonne gibt dir Vitamin D. Und noch, rausgehen ist Bewegung. Du läufst, du gehst. Das ist Sport. Das ist wichtig. Und dein Gehirn. Rausgehen macht dein Gehirn glücklich. Warum? Weil du neue Menschen triffst. Du lernst neue Dinge. Das ist gut. Das stimmt. Neue Erfahrungen sind wichtig. Und noch etwas. Du kannst deine Sozialskills verbessern. Die sozialen Fähigkeiten? Das ist wichtig? Ja, du musst mit Menschen sprechen. Das ist wichtig für dein Leben. Das ist richtig. Du brauchst diese Fähigkeiten. Und du machst Abenteuer. Du hast Spaß. Das ist wichtig für junge Menschen. Abenteuer und Spaß. Genau. Rausgehen ist lebenswichtig. Jetzt sprechen wir über die Probleme von Zuhausebleiben. Das ist wichtig. Es gibt Probleme. Ja, erstens kannst du zu isoliert sein. Du sitzt allein. Das ist nicht gut. Der Mensch ist sozial. Du brauchst Menschen. Genau. Isolation ist nicht gesund. Und was noch? Zu Hause bleiben ist manchmal langweilig. Die Zeit geht langsam. Das ist wahr. Besonders für junge Menschen. Und dein Körper? Du sitzt. Du bewegst dich nicht. Das ist ein großes Problem. Keine Bewegung ist ungesund. Ja, du kannst übergewichtig werden. Du kannst krank werden. Das ist wichtig zu wissen. Und noch etwas. Zu Hause bleiben kann deine Chancen reduzieren. Chancen? Ja, du kannst keine neuen Freunde machen, wenn du nie rausgehst. Das ist richtig. Du brauchst Chancen. Und dein Gehirn? Es braucht Stimulation. Stimulation? Ja, neue Dinge, neue Menschen, neue Orte. Das ist wahr. Dein Gehirn wird langweilig, wenn du zu Hause bleibst. Genau, das ist ein großes Problem. Und die Realität. Du brauchst die echte Welt. Nicht nur dein Zimmer. Ja, das ist wichtig zu verstehen. Jetzt sprechen wir über die Probleme von Rausgehen. Das gibt es auch. Was sind die Probleme? Erstens kostet Rausgehen viel Geld. Essen, Tickets, Transport. Das ist wahr. Das ist teuer für junge Menschen. Und die Sicherheit. Wenn du allein rausgehst, kann es gefährlich sein. Das ist wichtig. Du musst vorsichtig sein. Und die Welt ist nicht immer sicher, besonders nachts. Das stimmt. Du brauchst Freunde. Du brauchst Erwachsene.
Und noch etwas, du brauchst Energie. Energie? Ja, wenn du müde bist, ist Rausgehen anstrengend. Das ist richtig. Manchmal bist du einfach zu müde. Und die Welt heute, es gibt viel Stress. Was für Stress? Coronavirus, Krankheiten, andere Menschen, es ist stressig. Das stimmt. Manchmal ist es besser, zu Hause zu bleiben. Und noch, du brauchst Internet für viele Aktivitäten. Warum? Um Freunde zu treffen, um Orte zu finden, um zu planen. Das ist wahr. Die Technologie hilft. Aber manchmal ist die Technologie ein Problem. Wie? Zu viel Zeit im Internet, das ist nicht gesund. Das ist richtig. Ein großes Problem. Jetzt sprechen wir über etwas sehr Wichtiges. Die Balance. Die Balance? Was ist das? Du brauchst beides. Zu Hause bleiben und rausgehen. Ah, das ist clever. Nicht alles oder nichts. Genau. Du brauchst Zeit zu Hause zum Entspannen. Und du brauchst Zeit draußen zum Leben. Das ist richtig. Die Balance ist die Lösung. Wie kann man das machen? Du kannst einen Plan machen. 3 Tage zu Hause, 2 Tage raus. Das ist eine gute Idee. Oder du machst jeden Tag etwas. Morgens zu Hause, abends raus. Das ist auch gut. Es ist flexibel. Ja, jeder Mensch ist verschieden. Jeder braucht andere Balance. Das ist wichtig zu verstehen. Und wichtig, du musst auf deinen Körper hören. Was meinst du? Wenn du müde bist, zu Hause bleiben. Wenn du Energie hast, rausgehen. Das macht Sinn. Und noch, du brauchst Freunde, du brauchst Familie. Das ist sehr wichtig. Ja, das macht die Balance perfekt. Ich stimme dir zu. Die Balance ist die beste Lösung. Jetzt geben wir dir Ideen. Was kannst du zu Hause machen? Oh, das ist wichtig. Es gibt viele Ideen. Was sind die ersten Ideen? Lesen. Bücher lesen ist großartig. Abenteuer im Kopf. Das stimmt. Was noch? Filme schauen, Serien sehen. Das macht Spaß. Und Spiele? Ja, Videospiele, Brettspiele, mit Familie spielen. Das ist schön. Und kreativ sein. Zeichnen, schreiben, Musik machen. Das ist großartig. Das macht dich intelligent. Und kochen. Du kannst neue Rezepte versuchen. Sehr gute Idee. Und Sport. Yoga, Fitness, im Zimmer trainieren. Das ist wichtig für deine Gesundheit. Und noch, mit Freunden online chatten. Das ist auch sozial. Du bist nicht ganz isoliert. Genau. Und dein Gehirn. Du kannst Neues lernen. Kurse online? Sprachen lernen? Ja, das ist wunderbar. Du wirst intelligenter. Also zu Hause kann sehr produktiv sein. Ja, sehr produktiv und entspannend. Jetzt geben wir dir Ideen. Was kannst du draußen machen? Oh, das ist aufregend. Viele Ideen. Was sind die ersten Ideen? Mit Freunden ins Kino gehen, Popcorn essen, Filme sehen Das ist großartig. und ins Restaurant, neue Restaurants versuchen. Das macht Spaß. Neue Essen probieren. Und Sport, Fußball spielen, Basketball, Tennisplatz. Das ist sehr gesund. Und Spaziergang, in der Natur gehen, Bäume sehen. Das ist entspannend und gesund. Und Museen, Kunstgalerien, Geschichte lernen. Das macht dich intelligent. Und Shopping, neue Kleidung kaufen. Das ist Spaß für viele Menschen. Und Konzerte, Musik live hören. Das ist aufregend. Und noch mit Familie einen Ausflug machen. Oder zum Park. Picknick machen. Das ist schön und erinnert an gute Zeiten. Ja, draußen gibt es viel zu entdecken. Jetzt sprechen wir speziell für junge Menschen. Das ist wichtig. Ja, junge Menschen haben spezielle Bedürfnisse. Was sind diese Bedürfnisse? Junge Menschen brauchen Unabhängigkeit. Sie wollen frei sein. Das stimmt. Sie wollen nicht immer mit Eltern sein. Und sie brauchen Freunde. Freunde sind sehr wichtig. Das ist die Wahrheit. Freunde sind alles. Und neue Erfahrungen. Sie wollen Abenteuer. Das ist normal. Das ist gesund. Aber sie brauchen auch Sicherheit. Zu Hause ist sicher. Das ist richtig. Zu Hause ist eine sichere Basis. Und noch, junge Menschen brauchen Zeit mit Technologie. Technologie? Ja, Social Media. Online mit Freunden sein. Das ist heute normal. Aber nicht zu viel. Balance ist wichtig. Das ist die Nachricht. Nicht zu viel online sein. Richtig. Auch Zeit offline. Mit echten Menschen. Das ist sehr wichtig. Und noch etwas speziell. Junge Menschen brauchen Zeit für Schule. Und Hausaufgaben? Ja, das ist wichtig. Zu Hause ist gut zum Lernen. Aber auch rausgehen ist wichtig. Für Gleichgewicht. Genau. Das ist die Balance für junge Menschen. Jetzt sprechen wir über das, was die Experten sagen. Experten? Psychologen? Ja, Psychologen sagen, dass Balance wichtig ist. Was genau? Sie sagen, dass zu viel Zeit zu Hause nicht gut ist. Warum? Du kannst depressiv werden, du kannst ängstlich werden. Das ist ein großes Problem. Und psychologisch, dein Gehirn braucht Stimulation. Das verstehen wir. Aber Experten sagen auch, dass Ruhe wichtig ist. Ruhe? Ja, dein Körper braucht Rest, dein Gehirn braucht Pausen. Das ist auch wahr. Und die Ärzte,
Sie sagen, dass Bewegung wichtig ist. Wie wichtig? 30 Minuten. Das ist die Empfehlung. Okay, das ist sehr konkret. Und noch, Neurologen sagen, dass soziale Kontakte wichtig sind, Warum? weil Isolation dein Gehirn schadet. Echte Menschen sind wichtig. Also nicht nur online. Genau, echte Menschen, echte Gespräche. Das ist die wissenschaftliche Meinung. Ja, die Experten sagen Balance. Jetzt sage ich meine persönliche Meinung. Oh, das ist interessant. Ich denke, dass Balance die beste Lösung ist. Ich stimme dir zu. Zu Hause ist wichtig für Ruhe und Familie. Ja, das ist wertvoll. Aber rausgehen ist wichtig für Leben und Abenteuer. Das ist richtig. Also, meine Meinung ist 50-50. 50-50? Das ist fair. Ja, 50% zu Hause, 50% draußen. Das ist ein guter Plan. Und ich muss sagen, es kommt auf deinen Charakter an. Wie? Wenn du introvertiert bist, brauchst du mehr Zeit zu Hause. Das ist wahr. Wenn du extrovertiert bist, brauchst du mehr Zeit draußen. Das macht Sinn. Also, kenne dich selbst. Das ist die Lösung. Das ist sehr weise. Ja, jeder Mensch ist verschieden. Sehr richtig. Wow, was eine Episode. Wir haben viel gelernt. Ja, sehr viel. Wir haben gelernt, dass beides wichtig ist. Zu Hause bleiben und rausgehen sind beide wichtig. Die Balance ist die Lösung. Und jeder Mensch braucht eine andere Balance. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Genau, kenne dich selbst. Und jetzt das Wichtigste. Daumen hoch Bitte drückt auf Daumen hoch. Das hilft uns sehr. und abonniert Werdet Teil unserer Familie. Wenn ihr abonniert, bekommt ihr Benachrichtigungen. und kommentiert. Schreibt uns, was macht ihr lieber? Zu Hause bleiben oder rausgehen? Erzählt uns eure Meinung, eure Erfahrung Teilt diesen Podcast mit euren Freunden. und mit eurer Familie. Macht unsere Familie größer. Je mehr Menschen zuschauen, desto besser. Das PDF findet ihr in der Beschreibung. Download das PDF. Es hat alle Wörter und alle Argumente. Danke, dass ihr mit uns wart. Danke für das Zuschauen. Danke für euer Vertrauen. Bis zur nächsten Episode. Tschüss. Auf Wiedersehen.